Armeade anspannen und UJBs vergambeln. Könnte man so machen. Ich meine, die ATK-Rune ist eigentlich auch nicht wirklich selten. Ich meine, es gibt Tausende davon. Ist halt schon... Das ist schon ein bisschen... blöd. Weil außerhalb vom FEC, Lusakas Crystal-Waffen zum Beispiel, waren wirklich extrem selten. Oder besser gesagt, auf Borodeng sind sie immer noch extrem selten. Umgebundene Lusakas Crystal-Waffen, Lusakas Crystal Axe, das war schon so ein bisschen... Ich meine, die war weniger wert als eine ATK-Rune. Ja, wobei, sie war auch immer mehr wert als eine ATK-Rune am Anfang zumindest, als das Update neu war. Und es ist noch gar keine ATK-Rune. Ne, wobei, ne, die kam zeitgleich. So super seltene Items gibt es halt nicht mehr, weil die Leute sich ja reihenweise darüber beschwert haben, dass Lusakas Crystal-Waffen so selten sind. Zu Recht. Also zumindest zu Recht auf Borodeng. Weil du sie halt legit einfach nicht gedroppt hast. Du hast gar nichts gedroppt. Und das Resultat davon sehen wir jetzt ja. Also, wenn du diesen FEC vergleichst mit dem letzten FEC. Letzten FEC hat um diese Zeit eine Lusakas Crystal Axe wahrscheinlich das Dreifache gekostet von dem, was jetzt eine Butcher's Carnage kostet, die besser ist. Und ich meine, gut, okay, damals gab es halt noch nichts Besseres als Lusakas Crystal. Aber trotzdem haben die es halt jetzt so gemacht, dass es keine so seltenen Items mehr gibt, weil die Leute sich darüber nur beschwert haben. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht gar keine so seltenen Items gibt, oder selten heißt ja dann meistens, nicht immer, meistens. Wobei Meteofi ist auch trotzdem ziemlich teuer. Also dafür, dass den bei Meteor drops und der Boss kann dann wirklich gar nichts, ist er eigentlich schon ziemlich teuer. Was halt fehlt, sind, also in Anko würde ich sagen, fehlen Skins. Alle Dungeons haben ja eigentlich noch Skins, die meistens auch noch extrem viel wert sind. Storm Peak zum Beispiel hat ja noch extrem teure Skins, die auch sehr selten sind. Der Dungeon wird nur für Skins gefarmt. Und das fehlt halt so ein bisschen im aktuellen Late Game. Das ist irgendwie so ein Item, das einfach unfassbar selten ist, aber halt auch nicht zu wichtig. Also es sollte halt keine Waffe sein für eine Klasse, die, naja, jeder braucht, weil das ist ja dann Schwachsinn. So ein Item sollte nicht so selten sein. Also mit Anko-Waffen passt schon, dass die nicht mehr so selten sind wie früher. Aber irgendwas, vielleicht neue Runen, wäre jetzt schon wieder so ein Chase-Item, wo man sagt, das kriegt man jetzt nicht einfach so. Also es gibt ja eh schon weitere Runen, die gibt es schon seit Jahren in Flyfipedia, im Code. Haben ja viele auch drauf spekuliert, dass die kommen, aber kamen nicht. Noch nicht. Wird seit 2 Jahren drauf spekuliert. Wenn sie das aber wirklich machen würden, wäre das halt noch eine Option. Dass du sagst, du machst irgendwelche Runen. Und die aktuellen Runen sind ja auch ziemlich selten, aber du kannst halt UJBs auf Masse farmen oder kaufen. Und früher oder später kriegst du dann schon eine Rune. Also die UJBs sind halt überhaupt nicht selten. Die Runen sind sehr selten, aber wenn du genug aufmachst, kriegst du sie schon. Was sie wieder häufig macht, relativ häufig. Oder halt Skins. Oder halt, keine Ahnung, sowas wie die Fluggeräte, Bloody Cloud oder so. Ist halt schwierig. Also, weil wenn du es zu selten machst, also es soll was Seltenes geben, was extrem viel wert ist. Aber zeitgleich darf das kein Item sein. Zeitgleich darf es kein Item sein, das viele Leute brauchen, weil sonst beschweren sich alle drüber. Und dann ist es auch wirklich ätzend, weil dann kostet das Item extrem viel Geld. Tausende müssen es kaufen. Anders als bei einem Skin oder bei einer Rune, wo das ja mehr so ein Verfeinerungsding dann ist. Sie haben halt die richtige Balance nicht gefunden. Vor dem letzten Update, vor Anko, waren die Waffen, die man tatsächlich gebraucht hat, oder die Sachen, die man tatsächlich gebraucht hat, waren zu selten. Und jetzt sind die Sachen zu häufig. Jetzt ist es sehr anders. Also damals war es so, oh, es ist kacke, ich drop nix. Und alles ist so unfassbar teuer.
Und jetzt ist es quasi das Gegenteil. Ich drop was, es ist wertlos und es ist scheiße. Ich will was droppen, das was wert ist. Und das ist jetzt halt begrenzt auf wenige Items. Das meiste ist Massenware und wertlos. Nur wenige Items sind auch viel wert. Also sie haben die Balance leider nicht gut hinbekommen. Und es bezieht sich ja nicht nur auf Waffen, wie gesagt, Skins gibt es gar keine in Anko oder so. Oder auch in der Open World in Kowloon gibt es keine Skins. Und naja, gut, ich meine ganz ehrlich, Skins sind nicht so interessant leider. Für die meisten. Die wenigsten Leute sind bereit für Skins Milliarden von Penny auszugeben. Es müsste schon eher sowas wie neue Runen sein oder so. Aber dann könnte man auch wieder argumentieren, naja, wenn du jetzt eine Crit-Damage-Rune machst, die wir ja auch jeder Blade haben. Aber da sage ich dann halt persönlich, ja. Aber du hast ja, also die Waffe ist ja viel wichtiger. Also ich meine, 10 Crit-Damage, klar, ist nicht unwichtig zum Beispiel, aber die Waffe überhaupt zu besitzen ist wesentlich wichtiger. Weil die Rune kannst du ja dann auch irgendwann auf Bodeng holen, die musst du nicht auf dem FEC bekommen oder so. Da hast du ja Zeit für. Wichtiger ist ja, die Waffe zu bekommen, also dass die ein bisschen häufiger ist, das ist besser. Aber du bräuchtest halt trotzdem noch irgendwelche Items, die arsch selten sind, trotzdem gut sind. Dass du halt immer irgendwie dieses eine Item hast, wenn das kommt, wo alle ausrasten, wo dieses Glücksgefühl, dieses Empfinden, ich habe was saukrasses gedroppt, was sau wertvolles, dass das halt nicht weggeht. Und aktuell ist es aber so, dass das langsam aber sicher verschwindet. Weil nur noch ganz wenige Items dieses Gefühl hervorrufen. Und diese Items kannst du fast in einer Hand abzählen. Und das ist halt eher schlecht. Weil bei Lusakas Crystal, außerhalb vom FEC auf jeden Fall, aber auch auf dem FEC, da war halt jede Lusakas Crystal Waffe eigentlich dieses Gefühl. Und wenn du jetzt Anko farmst, dann ist definitiv nicht jede Waffe dieses Gefühl. Es sind genau 2. Das Jojo und die Axt. Alle anderen sind... Ein paar sind noch ein bisschen besser, ein paar sind halt richtig scheiße. Und danke für den Resub, Jiggle Boy. Appreciate it.